falls ich... Ah, Mann, huste doch in deine Armbeuge. Hab ich doch! Wow, wir haben gar keinen Kaffee. Was ist ein... Warte, dann stoße ich mit dir an. Also, Heute redete Philipp über Wonder Woman 1984 und den Schnitt von Wonder Woman 1984. man weiß ja nie, wie viel Macht der Editor dann im Schnitt hat, aber sagen wir mal... Deswegen ist es auch so schwierig, über Schnitt zu reden. Man kann schon über den Schnitt reden, aber es ist halt schwierig zu sagen, wessen Entscheidung das jetzt dann letztendlich war im Schnitt. Gut. Aber das Schuldige suchen ist sowieso langweilig. Ja, das brauchen wir nicht. Wir sind selbst oft sehr schuld. Zum Beispiel fängt der Film sehr opulent an, wunderbar spannend, Ja. in ihrer Vergangenheit, als sie noch klein war. Ja, also in der Szene ist es halt so, dass die Szene halt am Ende so eine Moral hat, dass man halt nicht beschummeln darf, aber das kommt nie wieder vor. Also es wird nie wieder vor. Ja, erstens auf diese Moral wird nie wieder eingegangen und auch auf dieses Event wird nie wieder eingegangen. Also die Szene an sich hätte man einfach komplett rauslassen können. Auch die Szene im Kaufhaus. Oh my gosh. Würde es einen Unterschied machen, wenn man die Szene rauslässt? Naja, Ich bin mir nicht sicher. naja, doch, also die Szene an sich, dass es stattfindet, ist ja schon okay, weil das erste und gefühlt letzte Mal ist, dass man Wonder Woman in Aktion sieht. Und am Ende sieht man sie noch. Ja, und am Ende, genau. Es wird ja auch so aufgebaut, ein bisschen eben, dass man sie nicht gleich komplett sieht und dass es so ein bisschen quasi mysteriös gehalten wird und führt halt uns jetzt in dem neuen Film wieder eigentlich für In die Wonder Jetztzeit. Woman wieder ein. Wonder Woman. Deswegen braucht man noch viel weniger dieser Szene am Anfang, weil man könnte ja auch damit anfangen und das wäre irgendwie spannender, glaube ich. Life is good. Er ist Er ist ein Öl-Verkäufer. Öllobbyist. Und der spielt aber Wonder Woman an die Wand einfach. Durch sein exzentrisches Auftreten. The oil guy, I'll take it. Dafür kann der Schnitt nichts. Wofür er aber was kann, ist, dass ihm so viel Zeit eingeräumt wird. Ja. Gefühlt hat er mindestens genauso viel Szenen und Spielzeit wie die eigentliche Hauptdarstellerin Wonder Woman. Und dadurch kriegt er eine ziemliche Präsenz und Stärke. Ja. Was sehr, sehr gut war die Szene, wo er etabliert wird mit Life is good, but it can be better. Ja. Life is good, but it can be better. Das macht er einmal, da sieht man ihn. Und beim nächsten Mal wissen wir schon seine Masche halt quasi. Und wir sehen Wonder Woman. This is the one and only Mr. Maxwell Lord. It's him. Life is good, but it can be better. TV. Oh, I don't have a TV. Das hat halt den Witz gefördert in der Szene. Das hat den Witz Und zwar beide gefördert. Male, ja. Weil einmal findest du es witzig, weil er so ein Typ ist und das macht. Und das zweite Mal findest du es witzig, weil du halt ihre Reaktion so siehst und so halt überhaupt nicht drauf eingeht. Ja, also, Und es ist so simpel eigentlich, aber es wird einmal etabliert, dann kennen wir es, ja. dann wird es nochmal gemacht und wir denken, ach naja. Und anstatt aber ihn zu zeigen, was wir schon kennen, ist Was man auch ist hätte also machen belanglos, hätte man machen können, wäre aber nicht witzig gewesen dann. Genau. Da wir ein Bild von Wonder Woman sehen, wie sie darauf reagiert, wie sie nicht reagiert. Das ist clever gelöst und dadurch wird es lustig. Es ist jetzt nicht wahnsinnig kreativ und bringt was Neues rein, aber das ist so. Aber man hätte es auch falsch machen können. Man hätte es auch falsch machen können. Es war eine 50-50 Chance. Ja. Wahrscheinlich hatten sie noch eine totale. Also Totale ist, finde ich schon immer. Besser als auf ihn zu schneiden. Ja, vielleicht. Aber Totale finde ich halt meistens hat so was Unemotionales. Je näher du dran bist, desto Aber genau emotionaler wird deswegen es. wäre es ja auch cool gewesen, unemotional. Du siehst es groß von Weitem und so, wow. Ja, okay. Embarrassing. Okay. Das muss dann aber vom Timing also exakt sein, dass dieses Fremdschämen, dieser seltsame Moment, wo da sitzt, dass es richtig rauskommt. Wodurch der Antagonist noch mehr an Einfluss gewinnt, ist, dass die letzte emotionale Szene gehört ihm. Ja. I'm not a great guy.
In fact, I'm a pretty messed up loser guy. Und Ja. diesen letzten emotionalen Moment hat auch er Stimmt. und nicht Wonder Woman. Sie hat ihren schon lange vorher gehabt. Sie hat ihn schon lange vorher. Also ich würde sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 gebe ich dem Film auf jeden Fall... Nein, wir bewerten keine Filme. In dem Schnitt, was gibst du dem? Auf einer Skala von 5 Nelken, was würdest du Von sagen? 5 Nelken würde ich sagen, ist es auf jeden Fall ein Gänseblümchen. Ah, Mann. This movie is bad, but it can be better. Ach, Jetzt heißt es could be better. Oder can be better. Google doch mal. mein Kaffee ist leer.